Wow, jetzt ist es soweit. Es ist der 7. Januar 2022 und wir sitzen oder sind wieder zusammen im Geiste verbunden miteinander, um ein bisschen zu lauschen, wie das mit dem Jahr 2022 denn wohl so sein wird. Ich grüße dich also ganz herzlich, schöne Seele, und möchte mich aufrichtig bei dir bedanken, dass du mir jetzt Lebenszeit schenkst, dass du mit uns gemeinsam jetzt diesen Augenblick teilst, mit uns, einer großen Gruppe von gleichgesinnten Menschen, die ich als Energiehalter bezeichnen möchte, wach oder erwachend, einfach Menschen wie du und ich, die in dieser ziemlich verrückten Erdenzeit, die trotzdem irgendwie halt, wie sie ist, okay ist, nicht mehr jeden Tag gleich, für uns alle, aber doch, wir sind versucht, so friedvoll wie nur möglich zu sein, und das freut mich. Also herzlich willkommen zu diesem Channeling, das große Jahreschanneling 2022. Ich bin sehr gespannt, was uns heute Abend hier erreichen wird aus der geistigen Welt. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für alle die das jetzt möglich machen. Zum Beispiel mein Team im Hintergrund, das alle Hände voll zu tun hat, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die sich ein Ticket gekauft haben, hier jetzt live dabei sein können. Wir finden Wege, das ist halt so, ne? Die Technik, und wir finden zusammen. Also schon mal danke an die beiden, die da mächtig im Schwitzen sind wahrscheinlich. Und dann möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei euch allen bedanken, die ihr jetzt da seid und die mit mir gemeinsam die Rauhnächte genossen haben. Danke. Vielen, vielen tausend Dank für diese so unbeschreiblich schönen Feedbacks, die wir diesbezüglich erhalten haben. Das ging sehr tief ins Herz zum Teil. Die Geschichten, die sich auch da drumherum noch von euch mitgeteilt haben, die wir da mitbekommen haben, tief berührend. Danke. Und ja, diejenigen von euch, die heute hier das erste Mal mit dabei sind, die lernen jetzt vielleicht so ein bisschen die Frau hinter diesen Channelings kennen. Hi, ich bin Adriana Meisser und ich arbeite seit 17 Jahren als Coach und Channel Medium. Und ja, das ist meine Berufung, mein Weg auf dieser Erde, mich immer wieder in regelmäßigen Abständen ganz auf die geistige Welt einzulassen. Das ist eine sehr schöne Arbeit, bringt aber auch vieles mit sich, wie für jeden von uns, seine eigene Aufgabe. Ja, ihr Lieben, gebt mir doch mal kurz ein Okay, ob hier technisch alles läuft. Däumchen hoch, wenn das geht. Und dann wollen wir gemeinsam einsteigen in unseren heutigen Abend, diesen für mich sehr speziellen Anlass jedes Jahr, weil ich natürlich wie jeder andere auch so richtig wundrig, sagen wir auf Schweizerdeutsch, bin, was denn so alles kommt. Was wird denn sein? Was darf ich schon wissen? Worauf dürfen wir achten? Und Ähnliches. Und ja, ihr habt ja Fragen einschicken können. Zum Teil von euch hat das mich erreicht. Und ich habe mir die hier an die Wand geklebt. Eine Wahnsinnsliste. Vielen, vielen Dank für eure Bemühungen und vor allem für euer Mitgestalten vom heutigen Abend. Ich bin ein bisschen abgelenkt, der Chat läuft so schnell, verzeiht. Es ist sehr spannend zu lesen, was euch da so bewegt. Aber wie gesagt, ich werde mich jetzt dann gleich gemeinsam mit euch sozusagen ins Vergnügen stürzen, unseren lieben Saint-Germain herbeizurufen und mal eben zu hören, zu fühlen und hoffentlich auch so ein bisschen vorzubereiten, was wir halt schon vorbereiten können für das neue Jahr. Denn wir haben ja jetzt die Rauhnächte durch, diese Zeit der Innenschau, der Rückschau, auch so ein bisschen des Heilens im Sinne von einfach friedvoll sein mit dem, was ist. Ja, ich höre jetzt gerade, dass das Bild hängt. Tja, was können wir da machen? Mal gucken, lasst mich mal ganz kurz hier etwas
ausprobieren. Mal hier kurz antworten. So. Ja, das ist natürlich super jetzt, ne? Ja, ich sehe, das Bild hängt. Ja, da müsste ich jetzt nochmal ganz neu einsteigen. Bitte bleibt einfach in der Leitung sozusagen und ich steige noch einmal neu ein. Dann wollen wir das Ganze nochmal versuchen, okay? Also, bitte bleibt dabei. So, Bild ist wieder da, kann ich lesen. Hallo ihr Lieben. Also rein theoretisch sollte das jetzt geklappt haben. Ich kann mich auf jeden Fall sehen. Könnt ihr mich auch sehen? Tja, Ton war immer gut. Ich höre jetzt da gleich mal von meinem Team noch was. Sehen, ob ich die gleich erreichen kann. Ja, also ich kann mich da mal soweit sehen. Lasst mal hören. Ihr Lieben. Yes, ihr sagt yes. Okay, das freut mich, ihr Lieben. Dann wollen wir doch so weiterfahren. Ja, das sind die tollen Herausforderungen des neuen Jahres, denke ich schon mal, ne? Gut, also lasst mich da mal noch kurz einrichten. Das ist jetzt halt die ganz einfache Kamera. Und die wird sicher halten. Live ist live, lese ich gerade. Ja, allerdings in beidem Sinne, ne? Okay, ihr Lieben. Also besten Dank für eure Geduld vom Dranbleiben. Und ehrlich gesagt ist es auch etwas, was ich uns allen von ganzem Herzen wünsche. Ganz viel Geduld. Ich glaube, dass dieses Jahr, das kommende Jahr, das jetzt seiende Jahr, schon noch einiges an Geduld von uns abverlangt. Deswegen wünsche ich euch allen und mir von Herzen so richtig Stahlseil, so wie die Gondeln, ne, die Bergbahnen, so richtig dicke Seile als Nervenstränge für uns alle. Ich glaube, das können wir brauchen. Doch vor allem wünsche ich uns allen einen stetigen Weg zum inneren Frieden. Also, dass diese Seilbahn sozusagen von Nervensträngen, dass die auch direkt in den inneren Frieden führen. Denn dieser große Wandel, den wir gemeinsam schaffen wollen, ja, ich glaube, der braucht Geduld. Und der Wegweiser, ich denke, das wird der Frieden sein, der innere Frieden. Aber jetzt wollen wir mal gemeinsam hören, was unser lieber Serge mal so zu erzählen hat und was er auf eure Fragen dann antworten möchte. Ich habe, wie gesagt, sie mir aufgeschrieben, sie hängen hier und ich bin sehr begeistert davon, denn es ist sehr vielschichtig geworden über die Gesellschaft, natürlich über die Gesundheit, über Finanzen, aber auch ganz viele sogenannte spirituelle Fragen. Und deswegen bin ich natürlich hochgespannt, was uns der liebe Saint-Germain diesbezüglich heute mitgeben möchte. Dann bitte ich euch alle, die ihr heute hier mit mir gemeinsam da seid, lasst uns atmen. Das so altbekannte von Saint-Germain und von der geistigen Welt immer wieder atmen. Und lass diesen Atem dich einfach in dich hineinführen. Lass dich in dich hineinsinken. Und fühle. Fühle deinen Körper. Fühle deine Gefühle. Fühle, was da jetzt gerade so bei dir ist, in dir ist, mit dir ist. Und lächle. Zieh deine Mundwinkel so richtig nach oben. Das gibt deinem physischen System die Info zu entspannen. Und du beginnst oder dein Körper beginnt langsam Hormone auszuschütten. Hormone, die wir haben wollen.
die uns gut tun. Also lächle. Und dann möchte ich Danke sagen, dass du da bist, dass du gemeinsam jetzt mit uns durch das Atmen die Energie hältst. Und ich wünsche viel Vergnügen beim großen Jahreschanneling jetzt mit Bild und Ton und mir und dir und gleich auch Saint-Germain. Danke. Viel Vergnügen. Ich grüße dich. Ich danke dir. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es ist mir eine unglaubliche Freude, diesen Augenblick jetzt mit dir zu teilen und einzutauchen in deine Welt, in deine Realität, in eure gemeinschaftliche Schöpfung. Eine Schöpfung, die sich einem unglaublichen Wandel unterzieht, diesen auf so ganz besondere Art und Weise auch ins neue Zeitalter hineinbewegt. Es ist uns, der geistigen Welt, wahrlich eine Freude, immer wieder ganz nah mit euch und durch euch diesen Wandel der Zeit zu schöpfen, zu sehen und zu genießen. Und dieser Teil in dir, der sich schon so lange fragt, wie wird's denn im 22? Was wird das Jahr 2022 bringen? Wird's endlich besser oder noch schlimmer? Diesen Teil, den wollen wir uns jetzt zu Herzen nehmen. Denn das ist der Teil von dir, geliebte Seele, der immer unglaublich schnell in die Zukunft springt und dich dann hier in der Gegenwart zurücklässt und es dann in dir einen Ruf nach Sicherheit gibt, weil durch diese Abwesenheit dieses Anteils, lass es mich mal so sagen, in dir eine Spannung entsteht und daraus Unsicherheit. Natürlich kann es manchmal auch einfach nur Vorfreude sein oder halt Neugierde. Aber sehr oft in letzter Zeit war es aus der Spannung der Gegenwart heraus, dass sich eben Anteile in die Zukunft flüchten, hoffentlich in eine bessere. Wiederum andere aber natürlich auch in eine allzu gute alte Zeit. Und du stehst dann ganz allein auf weiter Flur innerhalb der Mitte, nämlich der jetzigen Gegenwart und ja, bist dann alles andere als entspannt. Deswegen wollen wir jetzt mal all diese Anteile wieder zurückrufen ins Hier und Jetzt und uns ganz diesem gegenwärtigen Augenblick widmen. Deswegen lade ich dich dazu ein, ganz bewusst zu atmen. Tief und achtsam diesem Luftstrom in dich hinein zu folgen und zu spüren, was so ein bewusstes Atmen mit dir macht. Du hast es in der letzten Zeit, in diesen wundervollen Rauhnachttagen, regelmäßig praktiziert, so regelmäßig, wie es für dich eben drin lag. Und hast deswegen sehr viel gegenwärtigen Raum gewinnen können. Und ich danke dir dafür. Denn dieser ist dein rechtmäßiger Platz, geliebte Seele. Dieser gegenwärtige Raum. Wenn du dich also fragst, wie soll ich mein Geburtsrecht wahrnehmen, wie komme ich in der Gegenwart an, dann atme. Das Leben ist nur für deinen Verstand so kompliziert. Und das auch nur deswegen, weil er stetig und immerwährend alles in gut, richtig, falsch und schlecht einordnen muss. Und er hat natürlich ganz viele Abstufungen dazwischen. Heißt, dein Denker ist unglaublich beschäftigt. Und es fällt ihm deswegen schwer, dich als dieses schöpferische Wesen, das du bist, wirklich wahrzunehmen.
aber wir nehmen dich wahr. Und wir lieben dich. Vom Scheitel bis zur Sohle. Mit allem, was du mitbringst und ganz besonders mit allem, was du glaubst, müsstest du verbessern, unbedingt weiterentwickeln oder dich davon entfernen oder es vielleicht sogar auch gewinnen oder endlich schaffen. Du bist wundervoll. Und das ist, was dieses Jahr dich dazu einlädt, zu erkennen. Es ist also ein Jahr des unglaublich großen Wandels, aber auch ein Jahr von vielen kleinen Wundern, wenn du denn bereit bist, sie zu sehen. Und das wünsche ich dir. Die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die heute existiert auf dieser Erde, will einen unglaublich großen Wandel endlich zu Ende führen. Dieser Wandel hat vor sehr langer Zeit begonnen, nicht erst jetzt, nur jetzt ist er so wirklich deutlich sichtbar geworden, dass er an jeder Oberfläche kratzt und prüft, ob diese Bestand hat oder nicht. Und alles, was nicht Bestand haben kann in einer Zeit des tiefen inneren Friedens, bekommt Kratzer oder zerbricht. Und lass mich dich jetzt fragen, wie geht's dir damit, geliebte Seele? Und deine Seele antwortet mir, gut, ist höchst spannend. Ich bin bestens beschäftigt mit Lernen und Erkennen. Es ist toll. Und dein Menschsein, dieses Bewusstsein, dass du hier bist, oder zumindest das, welches du dich wahrnimmst, das schnaubt manchmal vor Überanstrengung, genervt sein, müde sein, erschöpft sein und frustriert sein und noch vielen anderen Empfindungen, die nicht unbedingt auf der Skala der großen Freude gebaut sind. Wie kann es also sein, dass diese beiden, die in du eins bist, so unterschiedlich sind? Wie kann es also sein, dass deine Seele in einem so neugierigen Empfinden und in einer Freude ist und du als der Mensch in einer höchst schwierigen, zum Teil vielleicht sogar Notlage steckst? Nun, das liegt am Fokus und an der Wahrnehmung und vor allem am Misstrauen deines menschlichen Sein, deiner Seele gegenüber. Sie führt. Und ihre Wege, ja, sind unergründlich, dürfen aber frei und in Freude erlebt werden. Aber das ist für das menschliche Ich, dieses sogenannte Ego, eine wirklich große Herausforderung, derer du aber durchaus mächtig bist. Denn du bringst alles mit, wirklich alles, was es braucht, um immer wieder eine lichtvolle Sichtweise einnehmen zu können und damit zu heilen, zu verzeihen, zu vergeben, zu vertrauen und neue Wege zu begehen. Und je mehr du dich mit deiner Seele verbindest, diesem hohen Selbst, diesem inneren wahren Kern, wie auch immer du es nennen möchtest, mit deinem schöpferischen, so unglaublich wundervollen Ich-Bewusstsein, das aber nicht aufs Ich limitiert, sondern eben aufs Bewusstsein ausgerichtet ist. Dieses wird dir helfen, die Herausforderungen des 2022 selbstverständlich zu meistern. Und darin liegt der Schlüssel, im Meistern. Viele von euch nehmen jetzt Lektionen an, die man wahrlich als Meisterschaft bezeichnen kann. Ganz besonders diejenigen unter euch, die es aus persönlicher Sicht oder auch aus Sicht von anderen
schwer trifft. Ihr könnt euch jetzt wirklich weit über euch selbst hinaus entwickeln. Und ihr seid es, die das Neue schon in energetischen Händen halten und es wirklich tatkräftig in die Realität führen, in die gemeinschaftliche Realität dieser Erde. Warum trifft es die einen mehr als die anderen? Nun, jede Seele geht ihren eigenen Weg. Und es geht heute sehr darum, miteinander einen Weg zu finden und zu gehen. Also bitte ich dich und rufe dich wortwörtlich dazu auf. Biete helfende Hände dann, wenn du kannst. Denn es geht um euch als die Gemeinschaft, als die Gesellschaft, als das große Ganze. Jetzt sowohl das Individuelle als eben auch das wirklich große Ganze in eine wirklich tolle Veränderung zu führen. Sprich deine Wahrheit. Bleib dir treu und deinen Empfindungen. Aber du brauchst dich nicht zu erklären, denn deine Wahrheit muss sich nicht erklären. Und je mehr du im Frieden damit bist, dass du deiner Wahrheit mehr Raum gibst in deinem Leben und vielleicht auch mal auf Widerstand triffst, das ist okay. Denn Widerstand ist Wandlung und Wandlung ist Entwicklung und Entwicklung ist Aufstieg. Du darfst in Unfrieden sein mit dem, was ist. Und du darfst jegliche Empfindung fühlen, die da ist. Wut und Zorn und Verzweiflung, Enttäuschung und Trauer, einfach alles, was dazu gehört. Es hilft, sich diesen Empfindungen hinzugeben. Heißt nicht, sie lauthals in die Welt hinauszubrüllen, sondern ihnen Raum zu geben. Raum in deiner bewussten, achtsamen Präsenz. Denn es sind deine Schöpfungen, die nach dir rufen. Und wenn du sie einfach verdrängst, wenn du dich ihnen nicht hingeben willst, dann entsteht eine Energiequalität, die du zu Genüge kennst. Eine weitere Unsicherheit von diesem Empfinden, das du geschöpft hast und jetzt nicht haben willst. Und von dir. Weil du ganz genau spürst, dass du in Widerstand gehst. Das sind aber nicht unbedingt ganz bewusste Aspekte, sondern finden alle auf deiner Gefühlsebene statt oder eben in deinem Bewusstseinsfeld, welches jetzt bitte unbedingt ganz regelmäßig gereinigt und gewaschen, gehalten werden darf. Pflege dich, geliebte Seele. Pflege deinen Geist, pflege deine Aura, pflege deinen Körper. Ich habe schon über das geistige Immunsystem gesprochen und ich will es dir noch einmal ans Herzen legen. Unbedingt. Es ist deswegen so wichtig, weil du dann in einer ganz anderen Klarheit auf diese Welt und auf deine jeweilige Situation eingehen kannst. Nicht einfach aus ihr fortlaufen, nicht einfach ihr entspringen, sondern auf sie eingehen, mit ihr sein. Und daraus die Weisheit schöpfen, die jetzt für dich als Geschenk hier bereit liegt, in diesem Jahr ganz besonders auch zu erkennen, im großen und starken Wandel, wo einfach nochmal überall gedrückt, geknatscht und verändert wird. Und trotzdem schon Spuren sichtbar werden, die bedeutend lichtvoller sind als noch vor einem Jahr. Also pflege dich, indem du mit dir bist. Reinige deine Räume immer wieder.
Du bist verantwortlich. Das nennt sich Eigenverantwortung für den Ort, den du belebst oder den du, sinnbildlich gesagt, bearbeitest. Also wo du arbeitest, wo du bist und somit durch dein Sein bearbeitest. Da schöpfst du konstant. Und alle Energien, sprich alle Gedanken, die du da schöpfst, sind Gewicht, sind zwar anfänglich nur im Äther, aber immer mehr da und es wird jetzt immer schneller, denn es geht in diesem Jahr auch darum, noch mehr zu erkennen, wie dein Gedankenfluss funktioniert, sprich wie Schöpfung funktioniert, damit ihr das, wie ihr sagt, abwenden könnt, was ihr nicht in der Gemeinschaft und nicht in eurem eigenen Leben haben wollt. Aber es geht eben nicht ums Abwenden, sondern ums sich zuwenden, dem, was ihr haben wollt. Bitte bedenke, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Was du ständig in deinen Gedanken drehst, bekommt so viel mehr Kraft, so viel mehr Gewicht, als oft mal das, was du dir eigentlich auch von Herzensebenen her wünschst. Trotzdem ist es wichtig, sich all den Gedankenflüssen hinzugeben, die da halt eben einfach sind und zu fühlen, was sie mit dir machen. Also nimm dir regelmäßig Zeit, ganz präsent zu sein, deinen Wächterthron sozusagen einzunehmen und zu sein. Man könnte auch sagen, zu regieren und es eben nicht denen da draußen zuzumuten oder auch nicht, sondern bei dir anzufangen.